Und Bundeskanzler Kurz ist dazu jetzt live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bundeskanzler, Ex-Staatsanwalt Fiedler sagt, Sie sollen Ihre Vorwürfe ganz konkret belegen. Also machen wir es doch konkret. Welche Belege haben Sie denn dafür, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft politisch einseitig agiert, besonders häufig gegen die ÖVP ermittelt und vertrauliche Aktenteile an Medien weitergibt, wie Sie behaupten? Also zunächst einmal möchte ich auf das eingehen, was ich gesagt habe im Hintergrundgespräch, aber auch öffentlich. Und das kann ich selbstverständlich belegen. Ich habe zum Ersten den Vorwurf erhoben, dass die Verfahren teilweise, ich sage ganz bewusst teilweise, weil es gibt auch Verfahren, die sehr gut laufen, aber dass die Verfahren teilweise viel zu lange dauern. Wir haben Verfahren, die 8, 10, 12 Jahre dauern. Das ist ein Wahnsinn, weil eigentlich Schuldige ja schnell ihrer Strafe zugeführt werden sollten und Unschuldige, denen kann man nicht zumuten, dass ihnen jahrelang falsche Vorwürfe gemacht werden. Der zweite Punkt, den ich kritisiert habe, ist, dass es im BVD eine Hausdurchsuchung gegeben hat, die rechtswidrig war. Das ist auch mittlerweile bestätigt und das hat uns internationales Renommee gekostet. Und der dritte Punkt, den ich angesprochen habe, war der Vorwurf, dass die Sozialdemokratie versucht hat, Genossinnen und Genossen in die Justiz zu bringen und das aus der Parteizentrale zu steuern. Ich habe das kritisiert. Es gab viel Aufregung. Jetzt gibt es ein Dokument, das das belegt und der Justizsprecher der SPÖ hat das sogar zugegeben. Und bevor Sie mich unterbrechen, Herr Wolf, nur einen Gedanken. Ich glaube, dass das schlecht ist, egal von welcher Partei das stattfindet. Der Franz Fiedler hat gerade im Beitrag gesagt, Parteien haben das immer wieder versucht. Ich lehne das ab im Bereich der Justiz, weil ich das dort für höchst problematisch erachte. Aber Herr Kurz, das ist doch ein bisschen unernst jetzt, was Sie sagen. Diese BVD- und Hausdurchsuchung, die hat vor fast 2 Jahren stattgefunden, wurde vor 1,5 Jahren für unzulässig erklärt. Es gab nie ein Wort der Kritik von Ihnen dazu, nie ein Wort. Damals war aber der Justizminister auch von der ÖVP. Das Dokument, das Sie gerade angesprochen haben, ist von 1997. Da waren Sie 11 Jahre alt. Und im Justizministerium gab es in den letzten 37 Jahren genau 2 Jahre lang eine SPÖ-Justizministerin, nämlich 2008, 2009. Wo sollen da rote Netzwerke herkommen? Also schauen Sie, Herr Wolf, wenn jemand mit 25 gepusht worden ist von der Sozialdemokratie vor 20 Jahren in die Justiz, dann rechnen wir gemeinsam einmal nach, wie alt der 20 Jahre später ist, dann ist der heute 45, also im besten Alter. 1997 gab es keine SPÖ-Justizminister, Herr Kurz. Ja schon, aber Herr Wolf, Sie glauben ja nicht, dass die Personalpolitik und die Frage, welcher Rechtspraktikant beginnt, in der Justiz vom Minister entschieden wird. Aber welche Richter wohin ernannt werden und welche leitenden Richter und Staatsanwälte wohin ernannt werden, das schon. Seit 12 Jahren gibt es ausschließlich ÖVP-Justizminister. Ja, aber der Justizminister, erstens einmal waren das in den letzten Jahren unabhängige Minister, die von der ÖVP nominiert waren. Und zweitens, ich weiß nicht, wie Sie genau Bescheid wissen über die Personalpolitik in Ministerien, aber es ist Gott sei Dank nicht so, dass der Minister direkt entscheidet, wer eingestellt wird und der Minister entscheidet, wer den Weg durch die Institutionen macht. Und insofern, Herr Wolf, Ihre erste Frage war, ob ich belegen kann, was ich kritisiert habe. Und ich kann nur sagen, ja, ich kann es belegen. Und ich finde es gut, dass die Debatte gegeben hat, weil heute die Aussprache ein positives Ergebnis gebracht hat. Aber der einzige Beleg, den Sie gebracht haben, Herr Bundeskanzler, ist ein Dokument aus dem Jahr 1997. Jetzt habe ich schon gesagt, und der SPÖ-Justizsprecher hat es sogar bestätigt, dass es 1997 diese Sitzung gab. Tatsächlich, vor 23 Jahren. Dass er diese Strategie verfolgt hat. So, jetzt, Herr Bundeskanzler, jetzt hat man aber bis jetzt von Ihnen nie ein kritisches Wort über die Justiz gehört, obwohl Sie schon sehr, sehr lange in der Regierung sind und auch schon seit 2 Jahren Bundeskanzler. Aber in dem Moment, wo die ÖVP nicht mehr den Justizminister stellt und die Staatsanwaltschaft gegen 2 ehemalige ÖVP-Finanzminister und gegen den ÖVP-nahen Chef der Bundesbeteiligungsagentur ermittelt, attackieren Sie vor 40 leitenden Journalisten die Staatsanwaltschaft und werfen ihr quasi Politjustiz vor. Und da sagt jetzt der erste Chef der Korruptionsstaatsanwaltschaft, Walter Geier, dazu, das erinnere ihn an Silvio Berlusconi. Da geht es darum, Druck auf die Justiz aufzubauen, damit sanft ermittelt wird. Ja, also was soll ich zu einem Berlusconi-Vergleich sagen? Ich glaube, Berlusconi ist über 10 Mal in einem Strafverfahren verurteilt worden. Mich jetzt mit Berlusconi zu vergleichen. Der Vergleich war ja der Politjustizvorwurf. Ja, dann geben Sie mir eine Chance, das zu beantworten. Bitte. Ich halte das für einen sehr unpassenden Vergleich. Ich halte das auch eher für eine politische Äußerung als für sonst irgendetwas. Darum geht es aber gar nicht. Ihre Frage war, warum habe ich die Kritik jetzt geäußert? Zum Ersten, weil ich gefragt worden bin von Journalistinnen und Journalisten und ich habe die Frage mit meiner Meinung beantwortet und bei dieser Meinung bleibe ich auch. Und zum Zweiten ist schon in der letzten Zeit viel zusammengekommen. Das BVD ist die eine Sache, aber die Verfahren in der letzten Zeit, ja, Herr Wolf, da haben Sie recht, mich hat das durchaus emotionalisiert,
dass viele Verfahren medienwirksam geführt worden sind und man schon das Gefühl haben kann, dass viele Verfahren nicht nur zu lange dauern, sondern dass es da durchaus zu einer medialen Vorverurteilung kommt. Aber es ging ja in diesem Hintergrundgespräch um die Casinos-Affäre. Das Verfahren dauert überhaupt noch nicht lang. Das begann überhaupt erst im August. Die Hausdurchsuchung gab es im November. Es gibt 11 Beschuldigte. Ziemlich großes Verfahren. Da kann man doch nicht sagen, dass das zu lange dauert. Nein, das war aber auch nicht mein Vorwurf, dass dieses Verfahren zu lange dauert. Aber wenn andere Verfahren, wie das Eurofighter-Verfahren, 8 Jahre dauern, das GAK-Verfahren über 10 Jahre, andere Verfahren noch länger. 12 Jahre ÖVP-Justizminister. Ja, aber das macht es ja nicht besser. Ich möchte auch vielleicht zu dem, was der Herr Fiedler sagt, noch einmal Stellung nehmen. Ich finde Einfluss auf die Justiz furchtbar für einen Rechtsstaat, ganz gleich, ob das unter einem ÖVP-Justizminister oder einem anderen passiert. Die Alma Zadic hat mein volles Vertrauen und ich fand den heutigen Termin sehr positiv. Darf ich Ihnen nur ein paar Punkte nennen? Darf ich nur zu dem, was Sie gerade gesagt haben, noch was sagen? Weil wer soll Ihnen denn das glauben? Sie sind nicht mal 2 Jahre Bundeskanzler gewesen und in der Zeit wurden 3 Verfassungsrichter bestellt. Einer davon ein ehemaliger ÖVP-Justizminister, einer der Medienanwalt der FPÖ, Ihres Koalitionspartners, der dritte ein schlagender Burschenschafter auf Vorschlag der FPÖ. Und Sie sagen, Sie wollen keinen parteipolitischen Einfluss in die Justiz? Das System in Österreich ist so, dass die Parteien die Verfassungsrichter nominieren. Aber Sie müssen keinen ehemaligen ÖVP-Minister nominieren. Ja, aber er ist ein hoch anerkannter Universitätsprofessor. Für Strafrecht. Für Strafrecht, so wie andere Rechtsanwälte zum Beispiel auch im Verfassungsgerichtshof sind, der qualifiziert ist. Und daher haben wir ihn vorgeschlagen. Jetzt wird es wahrscheinlich einen Vorschlag der Grünen geben für den Verfassungsgerichtshof. Solange die dort unabhängig entscheiden und agieren, ist die Welt in Ordnung. Dass die Verfassungsrichter von den Parteien nominiert werden, Herr Wolf, bei allem Respekt, aber das System habe nicht ich erfunden. Das ist eben gelebte Praxis in der Zweiten Republik. Die Parteien können auch parteiunabhängige Kandidaten nominieren, die nicht zufällig immer genau der Farbe der Regierungsparteien entsprechen. Schon. Passiert aber nie. Aber der Herr Brandstätter ist ein parteiunabhängiger Justizminister gewesen. Der ÖVP. Naja, irgendwen hat ja die ÖVP nominieren müssen. Herr Bundeskanzler, den Medienanwalt der FPÖ. Das war der bestgeeignete Verfassungsrichter, den man in dem Land finden konnte. Nein, das war ein Vorschlag der Freiheitlichen Partei. Jetzt wird es einen Vorschlag der Grünen geben für den Verfassungsgerichtshof. Das ist zu akzeptieren. Aber möglicherweise gibt es besser qualifizierte Verfassungsrechtler, die keiner Partei zugehörig sind. Die kommen aber nie dran. Ich finde ja eine Diskussion über diese Prozedere sehr, sehr sinnvoll. Aber Sie könnten sie ja ändern. Naja, mit einer gewissen Möglichkeit ja, dort wo wir das Vorschlagsrecht haben. Ich werde zum Beispiel versuchen, wenn wir den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs bestellen, denjenigen zu nehmen, der mir vom Bundespräsidenten, von der Kanzlerin Bierlein und von vielen anderen als der bestgeeignetste vorgeschlagen wird. Aber Sie das schon sagen, der Posten ist ja seit einem halben Jahr vakant. Wann wird er denn besetzt? Wir werden das zeitnah entscheiden. Zeitnah heißt? Hoffentlich in den nächsten Wochen. Jetzt könnte man Ihre Kritik der letzten Woche da bei diesem Hintergrundgespräch ja auch für eine sehr bewusste Strategie halten, bevor es in dieser Casinos-Affäre, in dem eben mehrere ÖVP-nahe und ehemalige ÖVP-Politiker gegen die ermittelt wird, bevor es da vielleicht Anklagen gibt, suggerieren Sie quasi in der Öffentlichkeit, das ist alles ein parteipolitisches Manöver. Ist das nicht recht durchsichtig? Sie können mir viel unterstellen, Herr Wolf, nur das macht es nicht richtiger. Ich bin bei einem Hintergrundgespräch gefragt worden. Ich habe die Fragen der Journalisten nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Und die Punkte, die ich angesprochen habe, die lassen sich belegen. Der Versuch der Sozialdemokratie, den haben wir besprochen. Die überlangen Verfahren, das Thema der Leaks, die BVD-Hausdurchsuchung, die rechtswidrig war. Und ich möchte vielleicht nur einen Punkt ansprechen, einmal in die Zukunft gerichtet. Der heutige Termin war sehr gut. Wir haben uns darauf verständigt, dass es Maßnahmen gegen Leaks geben soll, damit Verfahren nicht medienöffentlich zelebriert werden. Wir haben uns darauf verständigt, wie die Verfahren schneller werden können. Und wir haben uns auch darauf verständigt, dass es mehr Budget für die Justiz geben soll, um diesen Zielen gerecht zu werden. Lassen Sie mich da einhaken. Es soll auch einen stärkeren... Der bisherige Justizminister Jablona, man braucht mindestens 90 Millionen, um den derzeitigen sehr unbefriedigenden Zustand der Justiz aufrechtzuerhalten. Die Staatsanwaltssprecherin sagt, man braucht mindestens 150 Millionen. Wie viel wird es geben? Schauen Sie, Herr Wolf, ich bitte Sie um Verständnis, dass die Budgetverhandlungen nicht in den Medien geführt werden. Aber ich habe volles Vertrauen, dass sich die Alma Zadic und der Gernot Blümel da gut finden werden. Wir wollen eine gut ausgestattete Justiz.
damit wir auch die 3 Ziele, die wir heute vereinbart haben, erreichen können. Aber Sie gesagt haben, schauen wir in die Zukunft. Sollte es in der Casinos-Affäre zu Anklagen kommen und es eine gegen den Vorstand der ÖBIB, Thomas Schmidt, wichtiger ÖVP-Mitarbeiter in der Vergangenheit, geben, kann er dann im Amt bleiben oder müsste er für den Zeitlauf der Anklage freigestellt werden? Das müssen wir dann bewerten, wenn es soweit ist. Im Moment gibt es keine Anklage und lassen Sie mich nur einen Punkt noch erwähnen, der mir schon wichtig vorkommt. Ich bin im Sommer bei Ihnen gesessen im Studio zur damaligen Schredder-Affäre. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können. Klar. Die Journalistinnen und Journalisten des ORF, aber auch andere Medien haben ausführlich über einen Skandal berichtet. Die Opposition und die anderen Parteien haben einem Mitarbeiter von mir strafrechtliches relevantes Verhalten vorgeworfen. Es gab Ermittlungen in unzählige Richtungen, eine Involvierung in den Ibiza-Skandal, Beweismittelunterdrückung. Es ist ihm vorgeworfen worden, das Ibiza-Video geschreddert zu haben und schwerer Betrug wurde ihm auch noch unterstellt. Nicht von uns. Nicht von Ihnen, aber es gab in Summe in den Medien 1000 Berichte darüber. 1000 Berichte an der Zahl. Heute informiert er mich, dass er vom Staatsanwalt erfahren hat, dass an all diesen Vorwürfen nichts dran ist und dass alle Vorwürfe eingestellt wurden. Herr Bundeskanzler, das ist ja schön, aber nicht alles, was nicht rechtswidrig ist, ist ja deswegen in Ordnung. Das ist vollkommen richtig, Herr Wolf. Aber ich sage Ihnen nur, das war ein 25-jähriger Mitarbeiter von mir, der aufgrund des medialen Drucks erstens einmal in medizinischer Behandlung war und zum Zweiten massiv darunter gelitten hat, dass ihm strafrechtlich relevantes Verhalten vorgeworfen worden ist. Ein halbes Jahr später kommt raus, es war überhaupt nichts dran. Und da ist nur meine Bitte, Herr Wolf, dass wir ein bisschen sensibler mit den Informationen aus der Justiz umgehen. Ich glaube, für einen Rechtsstaat wie Österreich ist es wichtig, dass Verfahren zügig geführt werden, dass Verfahren dort, wo es angebracht ist, auch geheim geführt werden, so wie es vorgesehen ist, dass nur relevante Informationen an die Medien durchdringen und dass jeder ein faires Verfahren bekommt. Sie, ich, der Kameramann da hinten und jeder andere auch. Da, glaube ich, wird Ihnen niemand widersprechen. Die Staatsanwälte sagen, um das sicherzustellen, dass das alles sehr unparteiisch funktioniert, wäre das Wichtigste das, was es in fast allen Ländern Europas gibt, nämlich ein unabhängiger Generalstaatsanwalt. In Österreich ist es ja so, dass theoretisch der Justizminister, jetzt die Justizministerin, auf jedes Verfahren durch Weisungen an den Staatsanwalt Einfluss nehmen kann. Die ÖVP wollte einen solchen unabhängigen Generalstaatsanwalt in den Regierungsverhandlungen nicht. Warum nicht? Ja, wir haben das immer skeptisch gesehen als Volkspartei, weil diese Personen ja nicht demokratisch gewählt sind. Sie können auch nicht durch das Parlament oder durch den Regierungschef abgewählt werden. Das ist möglicherweise sehr sinnvoll, weil die Justiz eben unabhängig sein soll. Ja, schon, aber die Frage ist, wenn da mal, also sozusagen, Sie kennen die Debatte, es gibt Vor- und Nachteile des Systems, aber im Regierungsprogramm sind sehr viele Maßnahmen vorgesehen zur Stärkung der Unabhängigkeit. Die haben wir heute auch besprochen. Wir haben uns heute auf 3 sinnvolle Punkte geeinigt. Die haben schon berichtet, aber Generalstaatsanwalt kommt nicht. Na, das ist im Regierungsprogramm nicht vorgesehen, aber ich glaube, die Alma Zadic, die Justizministerin, wird jetzt einmal mit voller Energie diese 3 Punkte umsetzen. Dafür wird es auch mehr Geld geben. Und ich glaube, das wird unserem Rechtsstaat gut tun. Und meiner Meinung nach ist keine Institution sakrosankt. Es muss in Ordnung sein, Defizite in der Justiz zu diskutieren. Ich würde mir wünschen, dass die Debatte manchmal ein bisschen unaufgeregter stattfinden könnte. Und wenn es am Ende des Tages auch die Möglichkeit gibt, dass wir die Luft nach oben nutzen, dann ist das ja gut für den Rechtsstaat und für die Justiz. Herr Bundeskanzler, danke für den Besuch im Studio. Vielen Dank für die Einladung.